willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt's mal kein Tutorial von mir, sondern ein kleines Review für den neuen HD-Foam von Microsteams. Wie ihr wisst, bin ich aktuell noch Patenkind und durfte dieses schöne Produkt daher direkt mal testen. Und so viel sei vorweg gesagt, ich bin wirklich begeistert davon, ansonsten würde ich dieses Video jetzt nicht machen. Ich will jetzt gar nicht lange drum rumreden, also lasst uns doch direkt mal schauen, was ich in den letzten Tagen Cooles gebastelt habe. Wie ihr vielleicht wisst, arbeite ich gerade an meinem Anna-Cosplay in der Hannah Alexander Version. Hierfür habe ich mir meinen Gürtel aus dem High Density Foam gebastelt, da ich nirgends einen passenden mit dieser speziellen Form finden konnte. Das Tolle an dem neuen Produkt ist die starke Flexibilität. Wie ihr seht, kann ich das Ganze problemlos biegen und dehnen, ohne dass das Material oder die Bemalung reißt. Zudem lässt sich das Teil später super im Koffer verstauen, da man ihn einfach zusammengerollt in einer Tupperbox mitnehmen kann. Geschlossen wird der Gürtel einfach mit einem Hakenverschluss, den ich ganz normal festgenäht habe. Hier würde ich euch aber empfehlen, lange Verschlüsse zu wählen und nicht zu nah am Rand zu nähen, da der Verschluss bei zu starker Belastung sonst ausreißen könnte. Wer sich jetzt fragt, wie das Ganze vor der Bemalung aussah, hier seht ihr meinen unbemalten Gürtel. Die Kanten habe ich mit einem Dremel flach geschliffen. Solltet ihr größere Kostümteile oder sogar ganze Rüstungen planen, werdet ihr euch vor allem über das leichte Gewicht freuen. So könnt ihr auch größere Kostümteile bauen, die später weder beim Transport noch beim Tragekomfort groß ins Gewicht fallen. Bei Microsteams könnt ihr das Rohmaterial in 2 Plattenstärken bestellen. 5 mm und 10 mm stehen zur Auswahl. Ich habe in meinem Fall mit der dünneren Variante gearbeitet. Hier könnt ihr auch das sogenannte MyFlex Color Glue Set dazu bestellen, welches eine Dose mit 250 Gramm Kaschierleim, einen großen Mischbehälter und eine Acrylfarbe eurer Wahl enthält. Bei den PBO Acrylics könnt ihr aus einer großen Anzahl von Farben auswählen und diese bei Bedarf mischen, um den Farbton eurer Wahl zu erhalten. Ich habe für meinen Gürtel ein Mischverhältnis von 1:1 ohne Wasser verwendet. Microsteams empfiehlt hier allerdings ein optimales Mischverhältnis von 225 ml Leim zu 100 ml Farbe und 100 ml Wasser. So, jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich werde sicherlich nochmal ein ausführlicheres Tutorial machen, sobald ich mehr Erfahrung mit diesem Material gesammelt habe. Falls ihr schon damit gearbeitet habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es bisher so findet. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Review gefallen. Lasst mir gerne ein kostenloses Abo oder einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.